Wir waren angekommen in stockfinsterer Nacht. Der Bauleiter hielt vor einem Haus und half uns, das Gepäck auszuladen. Anschließend drückte er Frank einen Schlüssel in die Hand und mit einem knappen Gute Nacht verschwand er in der Dunkelheit. Außer dem Zirpen der Zikaden war es totenstill. Die Luft schmeckte nach Salz, man konnte das Meer riechen. Das Haus hatte 4 Zimmer und war in einem schrecklichen Zustand. Der Fußboden war voller Staub, die Küche verdreckt. Man konnte sehen, dass hier jemand Hals über Kopf abgereist war. Und in der schmutzigen Dusche saß eine handtellergroße, pechschwarze Grelle. Sprachlos gingen wir durch die Räume. Kurz darauf tauchte aus einem der Nachbarhäuser ein Mann auf und lud uns zum Essen ein. Seine Frau, eine hagere, hochgewachsene Person mit verschlossenem Gesicht, stellte uns wortlos Brot, Butter und Käse auf den Tisch. Sie schwieg auch, während die Männer sich unterhielten. Auf meine Fragen gab sie mir nur knappe Antworten. Ich wäre gern allein gewesen und war froh, als Frank aufstand und wir zurück zum Haus gingen. Der Himmel war bedeckt, man konnte die Sterne nicht sehen. Am nächsten Morgen, Frank machte sich mit dem Gastgeber vom Abend zuvor auf den Weg zum Hafen, inspizierte ich als erstes die Gegend. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Es gab weder einen Baum noch einen Strauch, nicht einmal ein Grasbüschel, nur den weißblauen Himmel und den hellgelben Sand. Die Häuser schmiegten sich an eine langgezogene hohe Düne. Der Sand war makellos. Vorsichtig machte ich einen Schritt vor den anderen und hatte schließlich mit meinen Füßen ein Herz in die Düne gemalt. Für Frank, ein Herz für ihn. Die Häuser wie stumme Gegenstände, Türen und Fenster fest verschlossen. Niemand war zu sehen. Ich kam mir vor, als sei ich alleine auf der Welt. Vor mir, nur einige Meter vom Haus entfernt, das Rote Meer. Ich zog einen Badeanzug an, schlüpfte in eine kurze Hose und lief, in der Hoffnung, jemanden zu treffen, die paar Meter zum Strand. Aber er war menschenleer. Auch die Tennisplätze daneben waren verwaist. Direkt vor den Häusern gab es nur Tang, Muscheln und Seegras. Strandkrabben hatten tiefe Löcher gegraben und ich musste aufpassen, dass ich nicht stolperte. Leo lief dicht hinter mir her. Ich war ausgeschlossen vom eigentlichen Leben. Den Blick auf die Weite des Meeres gerichtet, stand ich barfuß am Strand. Einmannjollen und ein Katamaran lagen festgezurrt an einem Steg. Seltsamerweise trugen sie die Namen von alkoholischen Getränken, was ich als Provokation empfand. Etwas entfernt standen einfache Tische und Bänke, dahinter ein aus rohen Balken gezimmerter Verschlag mit einer langen Theke. Das Clubhaus. Stille, nur das Flattern der Segel im Wind. Ein Stück weit draußen lag ein aus Bohlen zusammengezimmertes Floß. An einer Kette bewegte es sich mit den Wellen auf und nieder. Rasch schlüpfte ich aus meiner Kleidung und lief durch das seichte, warme Wasser. Bald fiel der Meeresboden steil ab und ich glitt in das blaue, kühle Nass und erreichte kurz darauf mit kräftigen Stößen das Floß. Mit einer raschen Bewegung hiefte ich mich nach oben und legte mich auf den Rücken. Während mir die Sonne heiß aufs Gesicht schien, ließ ich mich von den Wellen schaukeln. Nach einer Weile wurde es mir zu warm und mit einem Kopfsprung verließ ich das Floß, tauchte ein Stück und öffnete dabei unter Wasser die Augen. Es war glasklar. Am Strand angekommen, warf ich mich erschöpft in den Sand, und als die Hitze unerträglich wurde, lief ich zurück und begann, die Koffer auszupacken. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.